Amen. Amen. In our presentation yesterday, In unserer gestrigen Präsentation we began speaking about the baptismal vows. fingen wir an, über die Taufgelübde zu sprechen. The purpose of that Und der Zweck davon was to address a number of key points. war, dass wir eine Anzahl von Schlüsselpunkten behandeln wollten. I'm sure you're all aware Ich denke, ihr seid alle damit vertraut, of the concept or the dynamic of two streams of information. über dieses Konzept der zwei Informationsströme. Maybe we all have a slightly different understanding of what that term or that phrase actually means. Vielleicht haben wir alle ein bisschen ein unterschiedliches Verständnis davon, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Maybe I could explain it this way. Vielleicht könnte ich es folgend erklären. Two world views. Zwei unterschiedliche Weltansichten. Maybe I could explain it a different way. Ich kann es vielleicht auch nochmal anders erklären. A Christian perspective Eine christliche Perspektive and a secular perspective. und eine weltliche Perspektive. Some people might express it a conservative and a liberal perspective. Manche drücken es auch so aus, als wäre es eine konservative und eine liberale Perspektive. All these terms All diese Ausdrücke are really synonymous concepts or ideas. sind eigentlich Synonyme. Now you might assume, Ihr mögt vielleicht annehmen, confronted with the choice of a Christian worldview or a secular worldview, dass man jetzt hier mit einer Entscheidung konfrontiert wird, nämlich der weltlichen oder der christlichen Perspektive, that you would choose the Christian one. dass man dann die christliche wählen würde. That would be the safe perspective, Das wäre die sichere Perspektive, perhaps even the correct perspective. vielleicht sogar die korrekte Perspektive. But what we find, Aber was wir dann finden, not even what we see today, but if you trace this idea or this issue through history, it's verified, es ist vielleicht nicht heute, aber wenn man diese Thematik durch die Geschichte hindurch betrachtet, dann sieht man das, es ist bewiesen. it's far safer to live in a secular society that has a secular worldview than a religious one. Es ist viel sicher oder weitaus sicherer, in einer weltlichen Gemeinschaft zu leben oder Gesellschaft mit einer gesellschaftlichen Weltanschauung. It's not that secularism in and of itself is something necessarily good, Es geht hier nicht darum, dass eigentlich Weltlichkeit oder diese weltliche Ansicht gut ist. but if you live in a country that abides by law, Wenn man in einem Land lebt, das dem Gesetz gehorsam ist, as I've stated, it's far better to live in a secular society than it is to live in a religious society. und so wie ich gesagt habe, ist es besser, in einer weltlichen Gesellschaft zu leben, als dass man da einer religiösen Gesellschaft angehört. So when we think about these two perspectives or these two views, Wenn wir über diese zwei Perspektiven, Ansichten nachdenken, we've called them two streams of information, dann haben wir sie zwei Informationsströme benannt. two ways of looking at things. Zwei Arten über etwas nachzudenken oder zu betrachten. Now, this idea, this concept of two perspectives Und dieses Konzept von diesen zwei Perspektiven has resulted in the separation, in the division of this movement. resultierte in der Tatsache, dass diese Bewegung sich getrennt hat. But even within those who have remained on the right side, us, Aber auch selbst diejenigen, die auf der richtigen Seite geblieben sind, wir, there are still these two camps, if I could call it, Da these gibt- two groups. da gibt es immer noch diese zwei Gruppen, wenn ich so nennen darf. Sometimes it can be problematic to use the phrase conservative and liberal because those terms can mean different things to different people. Manchmal ist es problematisch, die Worte oder Ausdrücke konservativ und liberal zu benutzen, weil zu verschiedenen Leuten bedeuten diese Dinge verschiedene Dinge. But it's undeniable that these two ideas, these two models, still exist within the movement after the separation.
Und dennoch sehen wir, dass diese zwei Muster oder Modelle, zwei Gruppen in der Bewegung selbst nach der Trennung existieren. One of the apparent manifestations of this Eine der Manifestationen von dem vor kurzem is the issue of having baptismal vows that deal with issues of reform. ist, wo es um die Thematik geht mit den Taufgelübden, wo die Reformen behandelt werden. There are people who claim to have a liberal worldview that think to have those 4 vows is essentially wrong. Da gibt es Leute, die eine liberale Weltanschauung haben, die der Meinung sind, dass man solche Gelübde hat über die Reform falsch wäre. That's vows number 16 to 19. Und das sind die Gelübde von der Anzahl 16 bis 19. I don't believe that perspective is correct. Ich glaube nicht, dass diese Perspektive korrekt ist. So I wanted to mention that at the very beginning of our studies. Also wollte ich das hier am Anfang unserer Studien gleich schon sagen. Doing away with those reform vows will not help us. Wenn wir diese Reformgelübde wegnehmen würden, das würde uns nicht helfen. They will just open fanaticism into the movement. Da würde das einfach nur die Tür für den Fanatismus in unserer Bewegung öffnen. And I think we already can begin to see signs of that occurring. Und ich glaube, wir können bereits schon Zeichen, dass das anfängt, sehen. So we made that point and I left it. So, wir haben diesen Punkt gemacht und dann hatte ich das auch so stehen lassen. Then we went on to sorry, it's not vows 16 to 19, it's 17 to 20. Entschuldigung, es ist nicht das Gelübde 16 bis 19, es ist Gelübde 17 bis 20. 4 vows. 4 Gelübde. Then we went on to discuss vows 21 and 24, which I think are much more problematic. Dann sind wir weitergegangen zu Gelübde 21 und 24, wo ich denke, dass die viel problematischer sind. Vow 21 Gelübde Nummer 21 speaks about the investigative judgment. handelt über das Untersuchungsgericht. It's 4 bullet points, Wir haben hier 4 Punkte in diesem Gelübde. and it's the last bullet point that is the point of contention. Und es ist dieser letzte Punkt, über dem man spricht. Bullet point 2 says, October 22nd, the investigative judgment of the dead began. We all agree. Der zweite Punkt sagt aus, dass am 22. Oktober 1844 das Untersuchungsgericht der Toten anfing. The 4th bullet point says that September the 11th, 2001, the investigative judgment of the living began. Und wir stimmen damit über alle ein. Und der 4. Punkt sagt, dass am 11. September 2001 das Untersuchungsgericht an den Lebenden anfing. We go down to vow 24. Wenn man jetzt zum Gelübde Nummer 24 geht, This deals with a number of interrelated subjects, so it's slightly more complex. dieses ist mehr komplex, da es mehrere Thematiken behandelt. It speaks about the angel of Revelation 18 coming down at 9/11, Es spricht darüber, dass der Engel aus Offenbarung 18 am 11. September herniederkommt. marking the beginning of the judgment of the living and the sealing of the 144,000. Und dies markiert den Anfang des Untersuchungsgerichts der Lebenden und die Versiegelung der 144.000. Then speaks about the sprinkling of the latter rain and the third woe. Und dann spricht es über das Tröpfeln des Spätregens und die dritte Wehe. So that's as far as we got yesterday. Das ist so weit, wie wir gestern gekommen sind. And I gave a short, maybe you might call it a testimony or a historical explanation of how we arrived at those vows. Ich habe gestern, man könnte es ein kurzes persönliches Zeugnis nennen oder auch einfach eine geschichtliche Abfolge gegeben, wie diese Gelübde geschrieben wurden. So just wanted to recap. Also ich will das einfach nochmal wiederholen. 2012, the subject of time setting enters into the movement. 2012 ist die Thematik der Zeitsetzung, sie kommt jetzt in die Bewegung hinein. It's strongly resisted by the leadership of the movement. Und von der Leitung der Bewegung wird dies sehr stark dagegen angegangen. It's rejected. Es ist abgelehnt. The rejection is so strong that many members in the movement, just regular members like yourselves, haven't even heard of the issue because it gets squashed, it gets stopped.
Die Ablehnung ist so groß, dass normale Mitglieder in der Bewegung gar nicht von der Thematik gehört haben, einfach weil die ganze Thematik so begraben wurde. Now, an interesting phenomena that has occurred in our movement, Ein sehr interessantes Phänomen in unserer Bewegung, which I believe is actually a fulfillment of prophecy, wo ich eigentlich glaube, dass es eine Erfüllung der Prophezeiung ist, is that most of the people who are in the movement today came in after 2014. ist, dass die meisten Leute, die heute in der Bewegung sind, kamen da herein nach 2014. There are very few people who are here today who were in the movement before 2014. Es gibt nur ganz wenige Leute, die hier sind jetzt in der Bewegung, die schon zuvor 2014 da waren. I think the percentage may be around 5%, maybe even smaller. Wenn man das in Prozentzahl sagen würde, sind es, glaube ich, 5% oder sogar noch weniger. So most of the people who came into the movement Also die meisten Leute, die in die Bewegung reinkamen, were obviously not aware of the whole controversy that surrounded the movement in 2012. waren offensichtlich waren sie mit diesem ganzen Kampf, der 2012 und 2014 da abging, nicht damit vertraut. In 2016, Im Jahr 2016, after initially resisting the idea of us having baptisms in this movement, als 2016, nachdem man anfangs, dass man Taufen innerhalb dieser Bewegung hatte, dass man das abgelehnt hatte, which I'd resisted in 2009, welches 2010, welches ich im Jahre 2009 eigentlich dagegen angegangen bin, I changed my position on that subject. habe ich meine Position gegenüber dieses Thema geändert. In 2015, it appeared to me that we should be baptized. Und im Jahre 2015 kam es mir dann, ja, wir sollten eigentlich getauft werden. January 2016, Im Januar 2016 the existing vows that were used within this movement previously were brought forward and they were edited. Die Gelübde, die man bis dahin in der Bewegung benutzt hatte, wurden wieder rausgegraben und sie wurden bearbeitet. And those edited vows are what we currently have today. Und diese bearbeiteten Gelübde ist, was wir heute haben. There was one addition made, which was vow 12, that was put in sometime later. Und da gibt es ein Gelübde, das noch später hinzugefügt wurde, und das war Gelübde Nummer 12. The problem that the movement is confronted with in 2016 is that there is still not an acceptance of time setting. Das Problem, was man in der Bewegung hat, ist, dass im Jahre 2016 diese Zeitsetzung, diese Thematik immer noch nicht angenommen wird. In 2017, Im Jahre 2017, long time after the vows have been written, eine lange Zeit nachdem die Gelübde geschrieben wurden, I cautiously begin to discuss the subject of 2014, habe ich vorsichtig damit angefangen, die Thematik von 2014 zu behandeln. but not in the context of time setting. Aber nicht in dem Rahmen der Zeitsetzung. By 2017, Zur Zeit von 2017 we understand our reform line much better than we had in the past. haben wir dann unsere Reformlinien viel besser verstanden, als wir es zuvor getan hatten. Many of the mistakes that we had been making before are corrected. Viele der Fehler, die wir zuvor getan hatten, wurden nun korrigiert. So, what we understand by 2017 Was wir dann bis 2017 hin verstanden hatten, is that we can construct our line, ist, dass wir unsere Linie ziehen können. let's call it the line of Adventism, Lasst es uns die Linie des Adventismus nennen. using an agricultural model. Und wir können da das landwirtschaftliche Modell reinlegen. It's not the only model that we can use, but it's a very useful tool. Es ist nicht das einzigste Modell, das man benutzen kann, aber es ist sehr brauchbar oder sehr gebräuchlich. So this idea of an agricultural model Also dieses Konzept des landwirtschaftlichen Modells was developed the year before, in 2016. wurde im Jahr zuvor, also Jahr 2016, entwickelt. It really began to be discussed here in Germany in September of 2016.
Und dann, wo es wirklich zur Sprache kam, war eigentlich hier im September 2016 in Deutschland. And it was brought into the movement under the guise of Matthew chapter 13. Und es wurde in die Bewegung eingeführt unter dem Deckmantel von Matthäus 13, Verses 24 to 30, Verse 24 bis 30, which is the parable of the wheat and tares. welches das Gleichnis von dem Weizen und Unkraut ist. Since then, Seitdem, over the past 3 years, über die letzten 3 Jahre, there's been a lot of misunderstanding of what the parable of the wheat and tares means to us. gibt es viele Missverständnisse darüber, was dieses Gleichnis von Weizen und Unkraut für uns bedeutet. I did address this issue specifically in November of last year, 2018. Letzten November im Jahre 2018 habe ich diese Thematik sehr speziell angesprochen. In Kenya. Und zwar im Kenia. People still were not clear on what my position on that parable was. Es war Leuten immer noch unklar, was meine Position gegenüber diesem Gleichnis war. So last week Also letzte Woche in France, in Frankreich I did another series, a 7-part series on the parable of the wheat and tares. habe ich eine 7-teilige Serie gehalten über das Gleichnis Weizen und Unkraut. I think it's fair to say, if you were to ask the people that attended those meetings, that the subject is a lot clearer in their minds than it was before. Ich denke, wenn ihr diese Leute fragt, die dort waren, sie werden euch sagen, dass diese Thematik für sie nun viel klarer und deutlicher ist, als es zuvor war. So, the beginning of 2016, the baptismal vows come in. Also der Anfang von 2016 haben wir, dass die Taufgelübde jetzt aufkommen. We begin to wrestle or begin to understand how the reform line of Adventism is constructed. Und wir fangen an zu verstehen, wie die Reformlinie des Adventismus konstruiert werden kann. The parable of the wheat and tares is introduced into the movement the same year. Das Gleichnis von Weizen und Unkraut kommt im gleichen Jahr auf in der Bewegung. And that begins to open the way Und das fängt an, es den Weg zu eröffnen, to understand the reform line through an agricultural model. um die Reformlinie im Lichte des landwirtschaftlichen Modells zu betrachten. A subject that has been both a blessing and a curse to this movement Eine Thematik, die beides war, Segen und Fluch für diese Bewegung, is the subject of the binding off. ist die Thematik der Zeit des Zusammenbindens. It's been both helpful and problematic. Es war beides sehr hilfreich, aber auch problematisch. So that subject, Also dieses Thema, especially by myself, besonders durch mich oder von mir, began to be taught in the summer of 2016. wurde angefangen gelehrt zu werden im Sommer vom Jahre 2016. If you're familiar with the concept of the binding off, Wenn ihr vertraut seid mit diesem Konzept der Zeit des Zusammenbindens, it again is based upon the agricultural model. dann ist dies auch basierend auf dem landwirtschaftlichen Modell. So providentially, Also in der Vorausschau, this model has been introduced into the movement in der Vorhersehung wurde dieses Modell in die Bewegung eingeführt, durch Vorhersehung. and has become a valuable tool for us. Und es war ein sehr nützliches Werkzeug für uns. So just want to recap. Ich möchte das nochmal wiederholen. The subject of the binding off begins to be discussed. Die Thematik des Zeit des Zusammenbinds fängt an, dass man darüber spricht. I begin to teach on the subject in the summer of 2016. Ich fange an, im Sommer 2016 darüber zu lehren. That study, the way I approach it, develops into the subject of wheat and tares. Und das Studium, was ich habe, fängt an, das entwickelt sich in das Studium von Weizen und Unkraut. By the time you get to 2017, as I've said, Und wie ich bereits schon gesagt habe, bis man dann zu 2017 kam, zu dem Jahr, that whole subject is now really at a mature level that people can begin to use it in a helpful and beneficial way. diese ganze Thematik ist nun so ausgereift, dass Leute dies benutzen können in einer
und als gutes Werkzeug hilfreich benutzen können. One of the subjects that help us to understand Eine Thematik, die uns hilft zu verstehen, that aids this agricultural model die diesem landwirtschaftlichen Modell hilft, is the subject of the nature of man, ist die Thematik über die Natur des Menschen. vow number 12. Das ist Gelübde Nummer 12. That was taught in the autumn, September to November of 2017. Das wurde im Herbst, also September bis November 2017 gelehrt. It was such an extensive and important study that it merited having its own vows. Und Its own vow, sorry. es war ein so wichtiges Studium, dass es ein eigenes Gelübde gebrauchte. Most people who studied that subject found it very beneficial personally and also at a doctrinal level. Die meisten Leute, die dieses Studium studiert haben, haben gesagt, dass sie dies sehr hilfreich fanden, beides für ihr persönliches Leben, aber auch auf einer Ebene der Lehre. When I say doctrinal level, what I mean by that Wenn ich Lehre sage, dann meine ich damit, is it began to help reinforce and clarify the construction of a reform line. dass es geholfen hat, die Reform oder eine Linie zu kreieren, dass es sie darin geholfen hat. What was done Was getan wurde? from the end of 2017 into the beginning of 2018 Vom Ende von 2017 bis zum Anfang von 2018 was the development of the study of the nature of man, war die Entwicklung über dieses Studium, die Natur des Menschen. and it began to be called the 7 steps of salvation. Und es wurde angefangen, die 7 Schritte der Erlösung genannt zu werden. So what was done Also was getan wurde, was to take the model of the salvation of an individual and to place it upon a reform line. man hat die Schritte, die die Erlösung eines einzelnen Gebrauchs genommen und hat sie auf eine Reformlinie gelegt. Once that had been established Und als das dann etabliert war and it could be overlaid on top of the agricultural model, und es dann über dieses landwirtschaftliche Modell drüber gelegt werden we konnte, had 2 different concepts hatten wir 2 unterschiedliche Konzepte, which complemented one another. welche gegenseitig sich ergänzt haben. And in the language that we normally use, Und we had 2 witnesses. Und in der Sprache, die wir normal gebrauchen, hatten wir nun 2 Zeugen. And when you have 2 witnesses Und wenn man 2 Zeugen hat of a principle or a belief, von einem Prinzip oder einem Glauben, as the Bible teaches, you can be certain that your conclusions are correct. so lehrt es die Bibel, dass dann die Schlussfolgerungen korrekt sind. So we have a reform line now. Also wir haben eine Reformlinie And this reform line und diese Reformlinie can be constructed using the agricultural model kann konstruiert werden, indem man das landwirtschaftliche Modell benutzt. I'm sure all of you are familiar with this now. Und ich denke, ihr seid alle damit mittlerweile vertraut. And the reason why this is so useful, Und der Grund, warum das so hilfreich ist, and we know it's correct, und wir wissen, dass es auch richtig is ist, that on top of this we can lay a line of salvation. ist, dass wir oben drüber eine Linie der Erlösung legen können. When you start thinking about conversion and repentance, justification, sanctification, Wenn man über die Bekehrung, über Buße tun nachdenkt, über die Rechtfertigung, über Heiligung. when that concept was first introduced into the movement, Als dieses Konzept zuerst in die Bewegung reinkam, it was well accepted. wurde es als erstes sehr angenommen. But over the past perhaps 2 years, people have lost interest in that study. Aber ich glaube, so über die letzten 2 Jahre haben die Leute das Interesse an diesem Studium verloren. Let me recap. Lass mich das nochmal wiederholen. We've begun to develop an agricultural model to explain our reform line. Wir haben angefangen, ein landwirtschaftliches Modell zu entwickeln, das unsere Reformlinie erklärt. It serves as a check or a template to verify if we're teaching truth or error.
Und es dient als Muster, um zu schauen, ob wir richtig sind oder nicht, ob wir falsche oder Irrlehre lehren. Separate and distinct from that, Und dann abgesondert davon, a series of studies is begun in the autumn of 2017 fing eine Serie von Studien im Herbst von 2017 an, that then begin to address the subject of our human nature. die anfingen, die Thematiken unserer menschlichen Natur zu behandeln. Why we sin, Warum sündigen wir? how we think. Wie denken wir? The study of the nature of man Und das Studium über die Natur des Menschen is just one side of a coin, ist einfach nur die eine Seite der Münze. which on the other side Und auf der anderen Seite would be called the nature of Christ. würde genannt werden die Natur Christi. They're the same issue. Es ist eigentlich das gleiche Thema. If you're not familiar with our position, Wenn ihr nicht vertraut seid mit unserer Position, you should be concerned dann solltet ihr ein bisschen Sorge haben, because most of you are already baptized and Then you you- agreed to that vow. denn die meisten von euch sind bereits schon getauft und ihr habt mit diesem Gelübde übereingestimmt. The reason why I mention that Der Grund, warum ich das erwähne, is because I think many people don't realize that our position ich glaube, dass viele Menschen nicht realisieren, dass unsere Position is very different to the position that most Adventists hold to. ist sehr anders, wie die meisten Adventisten an einer gewissen Position festhalten. So that study, Also dieses Studium, the nature of man, die Natur des Menschen, which you could call the nature of Christ, welches man auch die Natur Christi nennen könnte. what does Christ's human nature look like? Wie schaut denn die Natur oder die menschliche Natur von Christi aus? That's what is explained in this vow. Das ist, was in diesem Gelübde erklärt wird. The reason why that becomes significant Und der Grund, warum das sehr wichtig wird, is because it's not only just a separate study on our human nature. weil es ist nicht einfach nur ein eigenständiges Studium über unsere menschliche Natur, That is disconnected to the study of end time prophecy. das unabhängig von dem Studium ist der Endzeitprophezeiung, What we find sondern was wir jetzt hier sehen oder finden, is that study has given us a second witness to how our reform line is constructed. dass dies ein zweiter Zeuge ist zu dem Studium, wie eine Reformlinie konstruiert wird. The term that was used Dieser Ausdruck, der benutzt wurde, was the 7 steps of salvation. waren die 7 Schritte zur Erlösung. Do we have a chart for that? We have a chart for that. Wir haben eine Karte darüber. I thought we did. Ich glaube, das war so. So that chart, So diese sorry, Karte that line oder diese Linie can be laid over this agricultural line. kann über diese landwirtschaftliche Muster drüber gelegt werden. So I guess the reason why I'm laboring this point Der Grund, warum ich das hier so tief behandle, is I want to place a thought ist, weil ich einen Gedanken for your consideration, hier platzieren möchte, dass ihr darüber nachdenkt. and I'm not going to make any conclusions on this, Und ich werde da jetzt keine Schlussfolgerung ziehen, but just a simple observation aber eine einfache Beobachtung nur. that unfortunately that study has been left to one side. Leider ist dieses Studium zur Seite sozusagen gelegt worden. And I think that's been to the detriment of this movement. Und ich denke, das ist nicht zum Guten für diese Bewegung gewesen. If this next thought is, it goes over your head, it's too complicated, I'm sorry, Wenn dieser nächste Gedanke, den ich jetzt sagen würde, einfach zu kompliziert ist, but I want to make a point dann tut mir das leid, aber ich möchte hier einen Punkt machen, which is connected to the subject of the nature of man. welches mit der Thematik, die Natur des Menschen verbunden ist. It's also known as the 7 steps. Es ist auch bekannt als die 7 Schritte. Today, Heute
even if people don't understand, auch wenn Leute es nicht verstehen, if you ask them what is the methodology that we are supposed to be using, ist, und wenn man sie fragt, was ist denn die Methode, die wir heute benutzen sollen, everyone will tell you it's parable teaching. dann würde ein jeder sagen, es ist Gleichnislehre. And that's correct. Und das ist richtig so. Parable teaching is so comprehensive and broad, it encompasses everything. Gleichnislehre ist so groß eigentlich, dass es alles beinhaltet. When the study of the nature of man was presented, Als dieses Studium über die Natur des Menschen präsentiert wurde, I think people did not notice da haben Leute es nicht erkannt. because I never labored on this point. Und ich glaube, es ist, weil ich es nie wirklich diesen Punkt sehr betont habe. But the whole study is predicated or built upon the model of parable teaching. Aber ich denke, dieses ganze Studium baut auf dem Prinzip der Gleichnislehre auf. But it approaches the subject differently, Aber es geht an diese Thematik anders heran. in a way that perhaps people don't realize. Und zwar in einer Art und Weise, wie Leute es wahrscheinlich nicht realisieren. So I want to hold that point. Also ich möchte diesen Punkt jetzt hier festhalten. I think we all understand Ich glaube, wir verstehen alle, that God is restoring his church, his people, us, here on earth. dass Gott sein Volk wiederherstellt hier auf dieser Erde. And today, the terms that we use to explain that Und die Ausdrücke, die wir heute benutzen, um dies zu erklären, is racism ist Rassismus or sexism. oder Sexismus. We could call it nationalism. Wir können es auch Nationalismus We could nennen call it the matter or the subject of gender. oder auch die Thematik über das Geschlecht. All these are different ways of explaining the same concept of restoration. Das sind alles unterschiedliche Art und Weise, wie wir das gleiche Konzept behandeln können, nämlich das Konzept der Wiederherstellung. I think most of us have an awareness that is what is happening in our movement. Und ich denke, die meisten sind davon mit vertraut, dass dies ist, was in unserer Bewegung passiert. Now, when you start addressing the subject of restoration, Nun, wenn man das Thema der Wiederherstellung adressiert, you cannot escape dealing with the issue of progression and repeat and enlarge. dann kann man dem nicht entfliehen, dass man mit den Konzepten von Wiederholung und Erweiterung und Voranschreiten, dass man die behandeln muss. Progression and repeat and enlarge. Voranschreiten und Wiederholung und Erweiterung. Many of the points that have been spoken of over the last few years are all coming to be used now, and their significance is being seen. Viele der Dinge, die über die letzten Jahre gefunden wurden, kommen jetzt alle zusammen und man sieht jetzt ihre Wichtigkeit. A few years ago, I would teach Vor ein paar Jahren hätte ich gelernt, that you cannot have typology in a line. dass man keine Typologie innerhalb einer Linie haben kann. Many people fought against that concept. Und viele Leute sind gegen dieses Konzept angegangen. Those who didn't fight, I don't think actually understood what the significance of that issue was. Und ich glaube, diejenigen, die dagegen nicht angegangen sind, haben nicht wirklich erkannt die Wichtigkeit dieser Thematik. But it's really to do with the subject Aber in Wirklichkeit geht es eigentlich hier um diese Thematik of progression des Voranschreitens and repeat und der Wiederholung and enlarge. und Erweiterung. A nice study has been done. Ein schönes Studium wurde getan. I think it's a nice study. Ich denke, es ist ein schönes Studium. On Isaiah Und das handelt von Jesaja, 46, Vers 46, verse 10. Vers 10. Obviously, you have to look at the verses that surround that one. Natürlich muss man die Verse, die auch herumstehen, betrachten. I think this was covered extensively this summer in France, Und ich denke, das wurde sehr im Sommer dieses Jahres in Frankreich behandelt. but it's been presented in a number of places. Aber es wurde jetzt an mehreren Orten schon präsentiert. People often take you to Isaiah 28 Leute bringen euch oft zu Jesaja 28 as the foundational concept of this movement. als ein fundamentales Konzept, was wir dieser Bewegung.
Isaiah 28, Jesaja 28, verse 10 and verse 13. Vers 10 und Vers 13. And it's encapsulated by this phrase, line upon line. Und das kann man auch in so einer Kapsel festhalten. Das ist einfach dieser Satz Linie auf Linie. This is the refreshing that the Lord wants to offer us. Das ist diese Erquickung, die der Herr uns geben möchte. Isaiah 28, Jesaja 28, verses 10 and 13, Verse 10 und 13. line upon line. Linie auf Linie. But I would suggest Aber ich würde vorschlagen, that the key passage that undergirds or is the foundation of this movement is Isaiah 46, verse 10. dieser Schlüsselvers, der dieses Fundament dieser Bewegung gibt, ist Jesaja 46, Vers 10. Because when we go to Isaiah 28 and we take the phrase line upon line, Denn wenn wir zu Jesaja 28 gehen und wir diesen Satz Linie auf Linie nehmen, it's a nebulous term. It's not clear what that even means. da ist es so ein nebliger Ausdruck. Wir wissen nicht genau, was das eigentlich bedeutet. And the way we approach that passage Und die Art und Weise, wie wir an diesen Vers herangehen, is not accurate to the original intent. ist eigentlich nicht akkurat im Lichte des originalen Kontextes, Which is okay to do. welches okay ist zu tun. But Isaiah 46, Aber Jesaja 46, our approach to this is much more accurate to the original intent. wie wir da herangehen, ist viel akkurater gegenüber dem originalen Kontext. We don't make application there. Wir machen da keine Anwendung. A straight reading or a thus saith the Lord or a plain reading Ein einfaches Lesen des so sagt der Herr oder einfach dieses Wort zu lesen, teaches you two concepts, progression and repeat and enlarge. gibt uns dieses Konzept der Voranschreitung und der Wiederholung und Erweiterung. We'll just read that verse. Wir werden diesen Vers einfach lesen As you're turning there, und während ihr dorthin geht, the chapter itself das Kapitel selber is a chapter of comparison, ist ein Kapitel, wo Vergleiche gegeben werden. which by definition is a parable. Und die Definition davon ist eigentlich Gleichnisse. Two people are going to be compared. Zwei Leute werden miteinander verglichen. God, the God. true God, Der wahre Gott, we could say Jehovah, Jehova könnte man sagen, compared to the false gods, these idols. verglichen mit den falschen Göttern, die Götzen. The names that are chosen there are Bel and Nebo. Die Namen, die hier in diesem Kapitel benutzt werden, sind Baal und Nebo. So the chapter itself So das Kapitel in sich selber, runs through this comparison, da hat man diese Vergleichung, die hier angegangen wird. culminates in verse 10. Und in Vers 10 kommt es zu seinem Höhepunkt. Oh, sorry, I forgot. I have to read it. Ich habe vergessen, ich muss es ja auch lesen. Talking about God, Es handelt hier von Gott. the last part of verse 9. Und der letzte Teil von Vers 9. There is no one like me, Ich bin Gott und keiner sonst wie ich. declaring the end from the beginning and from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. And there it is, Und da ist es. the key concept that this movement has been built upon. Das Schlüsselkonzept, auf dem diese Bewegung gebaut wurde. A God Ein Gott, who states the end from the beginning. welcher das Ende bereits schon vom Anfang an her sagt. As I said, Wie ich bereits gesagt habe, the whole passage is built upon compare and contrast, diese ganze Passage hier in der Bibel wird aufgebaut über diesen Vergleichen und Gegenüberstellen. comparing the true and false God, Dieser falschen und richtigen Gott wird verglichen. and the ultimate evidence of who the true God is found in this model, this principle. Und der ultimate Beweis zu finden oder zu geben, dass der Gott der richtige Gott ist, finden wir in Vers 10. This ability, Und diese Möglichkeit, the ability of God to do what he says in verse 10 is the proof of who is the true God. oder diese Fähigkeit, die hier Gott hat in Vers 10, ist dieser Beweis, dass er der wahre Gott ist. The whole passage
is actually built upon a methodology of repeating previous comments or repeat and enlarge. Diese ganze Passage baut eigentlich auf, dass vorangegangene Konzepte nochmal aufgenommen werden oder nochmal gesagt werden. Das ist also Wiederholung und Erweiterung. You make a statement, Man macht eine Aussage, you repeat the statement. man tut diese Aussage nochmal wiederholen. When you repeat it, Und wenn man sie wiederholt, second time, you say it in a slightly different way. beim zweiten Mal tut man sie etwas anders aussagen. This allows you to add extra information. Und das erlaubt dir nun, dass du extra Informationen da reinlegen kannst. So the verse teaches Also der Vers lehrt, that at the very beginning, dass am Anfang, if God was here, wenn Gott hier wäre, it says from the beginning, da sagt es vom Anfang, from the ancient time, von der Vorzeit, both synonymous terms. beides sind Synonyme. What God is able to do, Was Gott tun kann, He's able to look into the future er hat die Fähigkeit, in die Zukunft zu schauen and He's able to see the end. und er kann das Ende sehen. God has this ability. Gott hat diese Fähigkeit. And not only is He able to see, Und er kann nicht nur sogar das sehen, it says, sondern es sagt, He can declare or speak. er kann auch sogar das erklären, er kann sprechen. So that's what the verse teaches. Und das ist, was der Vers lehrt. That God is able to look into the future Dass Gott in die Zukunft schauen kann and tell you what's about to happen. und dir erzählt, was dabei ist, dass es passieren wird. That's the classic definition of prophecy. Das ist die klassische Definition von Prophetie. But the verse itself becomes more complex Aber der Vers in sich selbst wird dann noch komplexer, when you actually start seeing what's happening. wenn man dann betrachtet, was eigentlich hier passiert. So that's the first point. So, das hier ist der erste Punkt. God is here Gott ist hier and He's going to take you to the very end, und er bringt dich hier an das Ende. which is the concept of progression. Welches das Konzept der Voranschreitung ist. You start at the beginning and you go to the end. Man fängt am Anfang an und kommt dann zum Ende. You progress. Man tut hier voranschreiten. So what is not so obvious Was nicht so offensichtlich ist, when you see what's being taught here, wenn man sieht, was hier gelehrt wird, and this is where you need to look at the surrounding verses, und das ist, wo man jetzt die anderen Verse drumherum lesen muss, that God not only has the ability to tell you what the future is, dass Gott nicht einfach nur die Fähigkeit hat, dir zu sagen, was die Zukunft bringt, but there is something special about that. aber es gibt ja noch etwas Besonderes. And what is so special about this ability Und was ist denn so besonders an dieser Fähigkeit? is when He tells you what the end will look like, Ist, wenn er dir zeigt, wie das Ende ausschaut, it has a special property or a special nature to it. da hat es eine gewisse Charaktereigenschaft oder ja, Natur. And it's the following, Und es ist die folgende. that the end Und zwar, dass das Ende, looks dass es genauso ausschaut, the same das Ende sieht genauso aus. as the beginning. Und zwar genauso wie der Anfang. So that's what makes God special. Und das ist, was Gott so besonders macht. It's not just His ability to tell you what's going to happen, Es ist nicht nur seine Fähigkeit, dass er dir sagt, was kommen wird, but His ability aber seine Fähigkeit, to have the end dass das Ende look the same as the beginning. genauso ausschaut wie der Anfang. So the end Also das Ende is a repeat ist eine Wiederholung of the start or the beginning. von dem Anfang. So this passage Und diese Passage deals with two concepts, hat hier zwei Konzepte in sich. the subject of progression. Hier nämlich das Konzept des Voranschreitens. We'll call that going from stage 1 to stage 2. Und wir nennen das, dass wir einfach hier von 1 zu 2 weitergehen. That's progression. Das ist voranschreitend. Then Und dann, we see that the end wir sehen das Ende looks the same as the beginning. genauso ausschaut wie der Anfang. This is not so easy to tease out of this verse.
Das ist nicht so einfach, dass man das hier aus diesem Vers herauskitzelt. What you need to be able to see Was man hier sehen muss, is the examples that God is using in this chapter itself. ist diese Beispiele, die Gott in diesem Kapitel in sich selber hier da benutzt. We don't have time to study this chapter, Wir haben jetzt keine Zeit, dieses Kapitel zu studieren, but if you were to look at this carefully, aber wenn man das hier vorsichtig betrachten würde, you can see that what God is saying da könnte man sehen, dass das, was Gott hier sagt, is not only das ist nicht nur does the end look like the beginning, das Ende wie der Anfang sorry, anschaut. not only can he tell you what the end will look like, Entschuldigung, er kann hier dir nicht nur sagen, wie das Ende what's ausschaut, going to happen, was passieren wird, that he already is going to show you that the end looks like the beginning. sondern er wird dir auch zeigen, dass das Ende so wie der Anfang ausschaut. So if this was number one, Also wenn das hier die Nummer 1 wäre, this also would be number one. dann wäre das hier auch die Nummer 1. That's repeat and enlarge. Und das ist Wiederholung und Erweiterung. To help us, Um uns jetzt zu helfen, we'd call this 1a wir könnten das 1a nennen and 1b. und das andere 1b. They're both the same event. They look the same. Sie sind beide das gleiche Ereignis, sie schauen genauso aus. So Isaiah 46 verse 10 Also Jesaja 46, Vers 10 is a really important verse for us to understand. ist ein wirklich wichtiger Vers, dass wir diesen verstehen. As we're here, Während wir hier sind, I want to add one more thought or idea to this model that we have. möchte ich noch einen weiteren Gedanken zu diesem Muster hier hinzufügen. When we think about prophecy, Wenn wir über die Prophetie nachdenken, many of us have a wrong idea or a concept of what prophecy looks like, its nature. haben wir viele von uns ein falsches Verständnis dafür, was die Prophetie, wie sie ausschaut, was eigentlich die Natur der Prophetie ist. Now, you might think Und man mag denken, that the way I've explained this all makes sense and it all looks good, dass die Art und Weise, wie ich das hier erklärt habe, dass das Sinn macht und alles gut aussieht. but there's a slight problem. Aber da gibt es ein kleines Problem. It says Es sagt nämlich, that God at the beginning will show you what's going to happen at the end. dass Gott am Anfang aufzeigen wird, was am Ende passiert. Progression. Voranschreitend. And when you see what's going to happen at the end, Und wenn man sieht, was am Ende passiert, you find it's the same as what was at the beginning. dann sieht man, dass es das gleiche ist wie am Anfang. Repeat and enlarge. Wiederholung und Erweiterung. Now, what is not perhaps so obvious Was jetzt vielleicht nicht so offensichtlich ist, when this is happening, wenn das hier passiert, when this statement is being given, als diese Aussage gegeben wurde, is the following. ist nämlich das Folgende. The following is not so obvious to see. Das Folgende ist nicht so offensichtlich, dass man das sieht. When all this is happening, Wenn das alles passiert, God is speaking to you. Gott spricht da zu dir. Isaiah 46 is being presented to the people. Jesaja 46, Vers 10 wird dem Volk präsentiert. Where are you? Wo ist man denn da? Where are you, Wo bist du? the congregation, Die Versammlung in relation to this line of history in Verbindung oder in Bezug auf diese Linie der Geschichte. when God, through Isaiah, is speaking to you? Wenn Gott durch Jesaja zu dir spricht. Hopefully you understand the question. Ich hoffe, ihr versteht die Frage. Now, you might think Ich hoffe, ihr mögt denken, you're here at the beginning, dass man hier am Anfang ist. but you're not. Aber das ist man nicht. The reason we know you're not, Und der Grund, warum wir wissen, dass man das nicht because ist, in verse 10, denn in Vers 10, it says, da sagt es, from ancient times. da heißt es von Vorzeit her. Now, if I were to ask you what an ancient time is, Und wenn ich euch fragen würde, was ist denn eine Vorzeit, you would say, dann würdet ihr sagen, in the past. in der Vergangenheit. So already inbuilt into this model Also bereits schon in dieses Modell hineingebaut is the subject or the concept of the past ist die Thematik oder das Konzept der Vergangenheit and und the future, der Zukunft. because it says Denn es sagt, not yet done. was noch nicht geschehen ist. So you have the past
Also and the future. man hat die Vergangenheit und die Zukunft. And if you have a past and a future, what else must you have? Und wenn man eine Vergangenheit und eine Zukunft hat, was muss man denn dann noch haben? You have to have a present. Dann muss man eine Gegenwart haben. Now, this is straightforward to know. Das ist relativ gerade heraus. Isaiah Jesaja, was not ministering at the beginning of anything. er hat nicht am Anfang von irgendwas seinen Dienst getan, He was somewhere in the middle of the history of God's people. sondern er war irgendwo in der Mitte von der Geschichte von Gottes Volk. They had a past Sie hatten eine Vergangenheit and they have a future. und sie hatten eine Zukunft. So we need to add this third component. Also müssen wir jetzt diese dritte Komponente hier mit einfließen lassen. When we start dealing with progression and repeat and enlarge, Wenn wir anfangen, mit den Prinzipien voranschreitend und Wiederholung und Erweiterung mit denen umzugehen, which is prophecy, welches Prophezeiungen sind, you're here dann ist man hier and you prophesy into the future. und man tut die Zukunft prophezeien. Classic definition of prophecy. Klassische Definition der Prophezeiung. Now, a refined model or concept of prophecy Nun jetzt ein verfeinertes, eine Verfeinerung des Prinzips der Prophetie oder der Ist- Definition der Prophetie, is that it has to have a special property to it. dass es da eine gewisse Charaktereigenschaften geben muss, Eigenschaften. So I'm going to make a prophecy. Also ich werde jetzt eine Prophezeiung machen. In the next 30 days, In den nächsten 30 Tagen, right where we are, genau wo wir sind, it will rain. wird es regnen. Okay, so I'm predicting something that's going to happen. Also ich werde etwas vorhersagen, was eintreffen wird. And I can be 100% sure that I'm right. Und ich könnte 100% richtig sein, überzeugt sein, dass ich richtig bin. Now, is that a good prophecy? Nun, ist das eine gute Prophezeiung? Of course it's not. Natürlich nicht. You know, anyone can do that. Jeder könnte das tun. In fact, Sogar, if we had access to a satellite, wenn wir uns an einen Satelliten anschließen könnten, we could prophesy if it's going to rain this afternoon. da könnten wir vorhersagen, ob es heute Nachmittag schon regnet. We don't call them prophets. Wir tun sie nicht Propheten nennen. We call those people weather forecasters. Wir nennen sie im Deutschen Wettervorhersager. Yeah, nobody thinks that they're prophets. Niemand denkt, dass die Propheten sind. It's just that they've got equipment that can tell you what's going to happen in the next few hours or in the next few days. Es ist einfach nur, dass sie Geräte haben, die aufzeigen können, was in den nächsten paar Stunden oder nächsten paar Tagen passieren wird. So prophecy Also Prophezeiung is not just about telling you what's going to happen in the future. geht einfach nicht nur darüber, dass man sagt, was in der Zukunft passiert. This is what I said yesterday. Das ist, was ich gestern gesagt If you're a habe. regular Adventist Wenn man ein regulärer Adventist ist and you think you know what's going to happen und man denkt, man weiß, was passieren wird, because you think you know about prophecy, denn man denkt, ich weiß ja über die Prophezeiung Bescheid, that's not a good definition of prophecy. dann das ist keine gute Definition über über die Prophetie. To predict that the end of the world is going to happen Vorherzusagen, dass das Ende der Welt kommt, is not does not make you a good prophet. macht dich nicht zu einem guten Propheten. You have to have this second thread Man braucht diesen zweiten Punkt, that when you predict something that's going to happen, dass wenn man etwas vorhersagt, dass es passiert, the prediction says die Vorhersage sagt, when it's fulfilled, wenn es erfüllt wird, it will be a copy of what happened at the beginning. dass es eine Kopie von dem ist, was am Anfang passiert ist. Because if it wasn't a copy, how would you know if it's an accurate prediction? Denn wenn es keine Kopie wäre, woher würde der Mann wissen, dass es eine akkurate Vorhersage You could just ist? make things up. Man könnte Dinge einfach nur erfinden. Third point, Der dritte Punkt, all of this all das has to be done muss in the present. in der Gegenwart getan werden. You have to be here. Man muss hier stehen. So here you are Also hier ist man nun in the middle of this line of history, in der Mitte dieser Linie der Geschichte and you want to find out who the true God is. und man möchte herausfinden, wer jetzt der wahre Gott ist. And how do you know? Und woher weiß man das? He tells you something's about to happen, Er sagt dir, dass hier etwas passieren wird and you say, und du sagst,
How do I know if that's true? Woher weiß ich, dass das wahr ist? How do you know if it's a true prophecy, Woher weißt du, dass es eine wahre Prophezeiung ist? true prediction? Eine wahre Vorhersage. So how do you know? Also woher weiß man das? Because it will be identical to what happened at the beginning. Denn es wird identisch dem gegenüber sein, wie es am Anfang war. You have to have all of these three properties to understand prophecy correctly. Man muss all diese drei Eigenschaften haben, um die Prophezeiung korrekt zu verstehen. You can't be at the beginning Man kann nicht am Anfang sein and you can't be at the end. und man kann nicht am Ende sein. If you're at the beginning, Wenn du am Anfang bist, what evidence would you have? welche Beweise hätte man denn da? None. Nichts. Because the things that you're predicting, Denn die Dinge, die man vorhersagt, which will be the same as the beginning, welches das gleiche wäre wie am Anfang, the problem is das Problem davon those ist, things at the beginning haven't actually happened yet. dass diese Dinge am Anfang einfach noch nicht passiert sind. They're happening, present. Sie sind am Passieren, ist Gegenwart. They haven't happened. Sie sind noch nicht passiert. So you have no evidence. Also man hat noch keine Beweise. You have not a repeat and enlarge. Man hat keine Wiederholung und Erweiterung. Now this might take some time for you to meditate upon and think. Das gebraucht jetzt für dich ein bisschen Zeit, dass man darüber nachdenkt. But if anybody is claiming to have a true prophecy, Aber jeder, der behauptet, dass er eine wahre Prophezeiung hat, you have to have three components. dann muss er diese drei Eigenschaften You haben. have to have a beginning, Man muss einen Anfang haben, a past, a present, and a future. also einen Anfang, eine Gegenwart und also eine Vergangenheit, Gegenwart und eine Zukunft. You have to be here in the present. Man muss sich hier in der Gegenwart befinden You have to be able to say that you can go from the beginning to the end. und man muss sagen können, dass man vom Anfang zum Ende geht, Progression. voranschreitend. But you also have to state a third idea, Aber man muss auch eine dritte Eigenschaft haben, that the end will look the same as the beginning. dass das Ende wie der Anfang ausschaut. So we've got progression, Also wir haben hier Voranschreiten repeat and enlarge, und auch das Prinzip des Wiederholung und Erweiterung. and I'm going to use the word or the phrase, you have to be in the present Und ich werde hier diesen Satz benutzen, dass man in der Gegenwart sein muss, as distinguished from the past and the future. welches jetzt abgesondert ist von der Vergangenheit und der Zukunft. This is an accurate definition of prophecy. Das ist eine akkurate Definition über der Prophezeiung. It's comprehensive and it's accurate. Es ist erklärend, es ist sehr umfassend und es ist akkurat. We'll stop here Wir werden hier jetzt stoppen and we'll continue this thought in our next presentation. und in unserer nächsten Präsentation werden wir diesen Gedanken weiterführen. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, Himmlischer Vater, we thank you for your goodness and mercy. wir danken dir für deine Güte und deine Gnade. We ask and pray for a blessing. Wir bitten dich und beten für Segen. Please help us to honor and glorify your name. Helfe uns, deinen Namen zu verherrlichen und Ehre zu geben. Help us to take hold of you, Lord, Helfe uns, von dir Anteil zu haben, and trust in your leading. an dich festzuhalten und in deine Leitung zu vertrauen. We ask and pray for this blessing in Jesus' name. Wir bitten dich für diesen Segen in Jesu Namen. We also ask for a special blessing upon the food we're to eat. Wir möchten dich auch für einen besonderen Segen bitten für das Essen, was wir jetzt essen werden. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.